machst einen auf Superman und Robin singt mir eins vor von deinen edlen Taten. Ich höre mir das nicht länger an. Halten Sie sich mit Verdächtigungen zurück. Ansonsten werde ich dafür sorgen, dass Herr von Beinbach Ihren Posten als Geschäftsführer der On-Media übernimmt. Vor 100 Jahren hätte man noch die Hunde auf dich gehetzt. Heutzutage würde man dich wohl wahrscheinlich nur vom Hof werfen. Ey, du kannst mir nicht einfach was in den Kopf werfen und dann abhauen. Und wieso nicht? Ich wollte dir das mit den Platten nur nicht sagen, weil ich mich nicht vor dir aufspielen wollte. Klar, ganz so plump bist du ja nicht. Deshalb hast du auch Robin vorgeschickt. Kevin hat versucht, deine Platten zu zocken. Ist doch nicht das erste Mal, dass er versucht, dich abzuziehen, oder? Und es ist nicht das erste Mal, dass ihr beide mich total verarscht. Robin und ich? Mann, Robin und ich, wir reden kaum noch ein Wort miteinander. Denkst du, da sitzen wir zu Hause rum und schmieden irgendwelche Pläne, oder was? Das gehört alles zum Plan. Wahrscheinlich seid ihr noch die besten Freunde und lacht euch über mich kaputt. Ach ja. Und du bist die Ehrlichkeit in Person. Was kommt denn jetzt, die Retourkutsche? Ja, du stellst dich immer als armes Opfer hin, dabei bist du auch nicht besser. Du hast mir genauso was vorgespielt und mich ausgenutzt. Ja, du hast mich doch nur warm gehalten, damit du hier einziehen kannst, damit ich deine Einkäufe zahle und was auch immer. Das ist nicht wahr. Ist es doch. Und deshalb solltest du dir mal besser Gedanken machen, ob dein Verhalten in Ordnung ist, bevor du mir solche Vorwürfe machst, ja? Cecile, deine Tierliebe ist so rührend. Guten Tag. Frau Jones, gibt es Neuigkeiten? Nein, leider nein. Ein bisschen hatte ich gehofft, dass Sie inzwischen irgendwelche Hinweise haben. Nein. Wie auch? Also, solange es keine Fakten gibt, das haben Sie mir klar gemacht, gibt es für Johannes von Lahnstein keinen Grund, seinem Sohn zu misstrauen. Ja, und da dieser Rush ein Partner von seinem Sohn ist, stellt er dessen Integrität natürlich auch nicht in Frage. Rush und Integer. Nur Vermutungen. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Ja. Wir werden den Beweis schon finden, der die krummen Geschäfte untermauert. Verlassen Sie sich drauf. Naja, also bisher sind wir keinen Schritt weiter gekommen. Wenn Sylvia Jones Rush nachspioniert, dann vielleicht auch uns. Ja, vielleicht solltest du diese Jones etwas eindeutiger in ihre Schranken verweisen. Das kannst du ja besonders gut. Ich fürchte, das funktioniert nur bei Leuten ohne Rückgrat. Dieser Detektiv, von dem Rush gesprochen hat, meinst du, die Jones steckt dahinter? Wer sonst? Naja, und hat sie... Ich meine, hat dieser Detektiv irgendwas herausgefunden? Nein. Keinen eindeutigen Hinweis jedenfalls. Wobei er inzwischen selbst davon überzeugt ist, dass Rush einiges zu verbergen hat. Ach, das sagt er nicht nur des Honorars wegen? Nein, sondern weil alle, die er nach Rush fragt, auffällig schweigsam werden. Anscheinend scheut er auch vor drastischen Methoden nicht zurück. Ja, bestimmt war das irgendein Handlanger von Rush, der mich auf der Baustelle niedergeschlagen hat. Ansgar von Lahnstein. Das kann wohl nicht wahr sein. Ja, danke. Was ist denn passiert? Uns brennt die Stallung. Was? Weißt du schon was Genaueres? Nein. Aber zurück zum Thema. Wir müssen uns jetzt schnell was für die Jones einfallen lassen. Ja, sollen wir nicht erst mal aufs Schloss fahren? Nein, eins nach dem anderen. Die Stelle wäre noch ohne uns gelöscht. Feuerwehr ist informiert.
Was ist los? Ich muss da rein. Bist du wahnsinnig? Guck dir das Dach an, das stürzt gleich ein. Cecile ist da drin! Was? Cecile! Cecile! Halt den Kopf. Cecile! Cecile, Puls ist ganz schwach. Mit Sicherheit eine Rauchvergiftung. Cecile! Was machst du denn für Sachen? Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ja, danke, geht schon. Wären Sie nur eine Minute später gekommen, dann... Wer weiß, was alles hätte passieren können. Das kannst du stehen lassen. Ho, was hast du mit dem Messer vor? Stück Pizza? Nein, danke. Ja, der ist ja immer noch mies drauf. Habt ihr ein Schweigegelübde abgelegt? Hey Felix, willst du ein Stück Pizza? Die haben mir aus Versehen Family-Size geliefert. Das schaffe ich unmöglich alleine. Nee, danke, lass mich. Mir ist der Hunger gerade vergangen. Sag mal, was hast denn du eigentlich mit Robin und Felix gemacht? Ich finde das null witzig. Mein Gott, bist du immer noch sauer, weil Robin Kevin gespielt hat? Ja, auf so eine bescheuerte Idee muss man erst mal kommen. Das alles nur, weil Felix an mir landen wollte. Naja, wenn man verliebt ist, dann kommt man schon manchmal auf blöde Ideen. Die haben mich aber total verarscht. Das verzeih ich ihm nie. Niemals, hörst du? Bitte? Da findest du auch, dass ich ungerecht bin. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als den halben Tag mit Suchen zu verbringen. Also achten Sie bitte darauf, dass die Akten das nächste Mal richtig abgelegt sind, ja? Das kommt nicht wieder vor. Also wie gesagt, ich gebe die Unterlagen nur sehr ungern aus der Hand. Aber ich habe einfach keine Zeit, mich jetzt um die Zahlen zu kümmern. Kein Problem, ich kümmere mich drum. Gut, und denken Sie daran, dass das alles streng vertraulich ist. Also gehen Sie entsprechend damit um. Sie können sich auf mich verlassen. Wenn ich damit durch bin, dann lege ich die Mappe wieder zurück auf den Schreibtisch, ja? Ja, gut. Ich muss jetzt in die Stallung. Ja? Was gibt's? Wegen vorhin. Ich wollte was mit dir bequatschen. Ich habe wohl ein bisschen übertrieben mit dem, was ich gesagt habe vorhin. Ich wollte mich nicht bei dir einschleimen und ich wollte auch nicht den Robin Hood deiner Plattensammlung spielen. Schon gar nicht Robin Hood. Eben. Das Einzige, was ich mit dem noch absprechen würde, ist der Putzdienst. Ich hab's kapiert. Ich bin dir echt dankbar, dass du meine Platten gerettet hast. Ich meine, wenn Kevin die wirklich gezockt hätte, dann... Ach, ist ja noch mal gut gegangen. Sorry, dass ich dich so blöd angemacht habe. Schon okay. Es tut mir leid wegen diesem Vorwurf. Du hättest mich nur ausgenutzt. Das war irgendwie ziemlich daneben. Schwamm drüber. Wir sind wohl beide nicht ganz zimperlich, wenn es ums Austeilen geht. Ja, aber wir wissen dann ja auch meistens, wann es wieder gut ist, ne? Wissen wir. Also am liebsten würde ich sie ja noch mal komplett untersuchen. Was ist denn mit der Gräfin? Ist sie außer Gefahr? Cecile ist noch mal mit dem blauen Auge davongekommen, ja. Mein Vater kümmert sich gerade um sie. Als ich sie da liegen sah und den ganzen Rauch, ich dachte wirklich, ich komme zu spät. Ist ja gerade noch mal gut gegangen. Und selbst den Pferden ist nichts passiert. Die meisten waren auf der Koppel und die restlichen hat Cecile befreit. Entschuldigen Sie, Frau von Anstetten, dass ich erst jetzt Zeit für Sie finde. Wie fühlen Sie sich? Oh, danke. Es geht schon. Oh, das hört sich aber ganz anders an. Ja, es kratzt ein bisschen im Hals.
Sie hat ziemlich viel Rauch eingeatmet. Ist aber gerade noch mal eine Rauchvergiftung vorbeigeschlittert. Frau Kepler, wären Sie so nett und würden Frau von Anstedt ein Glas Wasser bringen, bitte? Selbstverständlich. Welchem glücklichen Umstand habe ich es eigentlich zu verdanken, dass Sie so schnell vor Ort waren? Das ist nicht ein unglaublicher Zufall. Nach dem Empfang wollte ich noch ein bisschen frische Luft schnappen. Entschuldigung. Und dann sah ich den ganzen Rauch. Sie sollten jetzt wirklich etwas weniger sprechen. Und du gönnst Frau von Anstetten mal eine kleine Pause, ja? Ja, ja, natürlich. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Frau Jones. Guten Tag, Frau Jones. Schon wieder Feierabend? Zu wenig ausgelastet. Alles eine Frage der effektiven Zeitplanung. Wird hier übrigens bald als Seminar angeboten. Vielleicht was für dich? Wir werden das soweit durch. Ich werde dann Ansgar von Landstein Bericht erstatten und dann sehen wir weiter. Auf Wiedersehen, Herr von Beinbach. Auf Wiedersehen. Ihm wird sein selbstgefälliges Grinsen schon sehr bald vergehen. Haben Sie was herausgefunden? Sie haben doch wohl nicht etwa Beweise? Wir sind kurz davor. Also, am besten wäre es, Sie würden jetzt ein wenig schlafen. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Frau Kepler sagt, es wäre niemandem was passiert. Gott sei Dank nicht. Lass uns beide noch mal nach Cecile schauen. Ja. Ich komme gleich nach. Gut. So. Du warst also zufällig in der Nähe und konntest Cecile retten. Ja, nachdem wir uns verabschiedet hatten, bin ich noch spazieren gegangen und stell dir vor, ich wäre nicht rechtzeitig da gewesen. Nicht auszudenken. Du bist also spazieren gegangen, ja? In welchem Märchen sind wir hier eigentlich? Das Mädchen mit den Schwefelhölzern? Frau Kepler, stellen Sie es doch dahin. Ich mach das schon. Du hast dieses Feuer doch nicht etwa selbst gelegt, hm? So was traust du mir zu? Ich konnte einfach nicht mit ansehen, wie Kevin dich fertig gemacht hat. Ich meine, der hat dich behandelt wie den letzten Dreck. Ach, und du hast gedacht, dass wenn sich Robin als Kevin verkleidet und mich mies behandelt, dass ich mir so dann meinen Ex aus dem Kopf schlagen kann? Ja. Ja, bescheuert finde ich die Idee immer noch. Aber ich glaub's dir, dass du es nur gut gemeint hast. Außerdem bin ich echt froh, dass wir die Sache geklärt haben. Ich meine, es ist ganz schön anstrengend, auf Dauer mit der halben WG verstritten zu sein. Heißt das, du willst dich jetzt auch wieder mit Robin versöhnen? Mir ist schon klar, dass ihr das Ding zusammen abgezogen habt. Aber ich fühle mich von Robin so verarscht, das kann ich ihm nicht verzeihen. Das geht nicht. Egal. Lass uns lieber sehen, was im Fernsehen läuft. Oder musst du noch lernen? Nee, schon okay. Ja, wie wär's? Wollen wir uns eine DVD reinziehen vielleicht? Was hast du denn zu bieten? So einiges. Ich vermute, wir finden in dieser Mappe genau die brisanten Informationen, die wir brauchen. Aber dann würde doch Graf Lahnstein viel vorsichtiger damit umgehen. Ich glaube, er war mit den Gedanken durch den Zwischenfall auf Königsbrunn nicht ganz bei der Sache. Zwischenfall? Ach, Sie wissen noch gar nicht. Ja, ich habe gehört, dass es in den Stallungen gebrannt hat. Nico ist zwar nicht gerade der große Pferdenarr, aber ich rufe da lieber mal an. Ja. Entschuldigt mich. Guten Tag, Brandner hier. Frau Kepler. Hoffentlich ist niemand etwas zugestoßen. Ich habe gehört, dass es ein Feuer gegeben hat auf Königsbrunn. Und ich wollte mich erkundigen wegen Nico. Ach so, ach, das beruhigt mich. Ja, ich freue mich. Auf Wiedersehen. Und? Nico war gar nicht zu Hause. Auch sonst scheint alles glimpflich verlaufen zu sein. Ach, so ein Glück. Ich habe unterbrochen. Ach, überhaupt kein Problem. Ja, was haben Sie jetzt vor? Ich meine, der Herr von Ballenbach wird doch diese so verdächtige Mappe kaum aus der Hand geben. Ich habe zufällig mitbekommen, dass er nach Überarbeitung die Mappe in Ansgars Büro legen will. Ich muss also nur abwarten, bis alle die Holding verlassen haben, und dann werde ich die Unterlagen abfotografieren. Das ist riskant.
Naja, so eine Gelegenheit kriegen wir nie wieder. Na, zum Glück hat das Feuer nicht weiter um sich gegriffen. Stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie es überhaupt entstehen konnte. Ich tippe hier auf ein zündelndes Kind. Schläft sie schon? Ja, ich musste sie regelrecht dazu zwingen. Sie wollte sogar noch mal zu den Stallungen, um nach dem Rechten zu sehen. Ich habe sie gerade noch davon abhalten können. Typisch Cecile. Dass sie sich überhaupt so schnell erholt hat. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich muss mich in aller Form bei Ihnen bedanken. Sie haben meiner Frau das Leben gerettet. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Das ist selbstverständlich. Jeder hätte in meiner Situation so gehandelt. Jeder vielleicht nicht. Ich glaube, dazu gehört schon jede Menge Mut. Wie auch immer. Ich möchte Ihre Gastfreundschaft nicht länger strapazieren. Oh, danke, geht schon. Ich bin nur noch so schwindelig. Sie sollten sich unbedingt ausruhen. Sie können sich ja kaum auf den Beinen halten. Ich möchte Ihnen aber nicht zur Last fallen. Sie können gern auf Königsbrunn bleiben. Solange es nötig ist. Frau Kepler wird Ihnen ein Zimmer herrichten lassen. Das macht Ihnen wirklich keine Umstände? Keineswegs. Sie sind herzlich willkommen auf Königsbrunn. Danke. Also normalerweise ist es nicht meine Art, mich einfach aufzudrängen. Aber in diesem Fall nehme ich gerne an. Es hat keinen Sinn, Thomas. Ich hol mir noch eine Coke. Willst du auch was zu trinken? Du liebst deine Frau und das wird sich auch nicht... Coco? Aber ich brauche dich. Allein schaffe ich es niemals. Bis dieser Auftrag vorbei ist. Ich kann nicht. Felix. Es tut mir leid, Hi, Robin. Was ist denn los? Nichts. Ich wollte euch nur fragen, ob ihr... Nee, ist egal, vergiss das. Tut mir leid, dass ich so reingeplatzt bin. Mist. Jetzt denkt er bestimmt, zwischen uns läuft was. Nur weil er uns so zusammen gesehen hat? Soll er. Ist doch egal, was er denkt. Du hast recht. Was interessiert mich das? Und, Beinbach? Bingo. Sie hat den Köder geschluckt. Dann wünsche ich Ihnen einen erholsamen Aufenthalt auf Königsbrunn. Vielen Dank für Ihr großzügiges Entgegenkommen. Gute Nacht, Graf Lahnstein. Gute Nacht. Gut. Also Sie unternehmen nichts, bevor ich da bin. Bis später. Ich hoffe, meine Gegenwart ist dir nicht lästig. Könnte schon sein, dass diese Hoffnung trügt. Freust du dich gar nicht, dass ich das Leben deiner Stiefmutter gerettet habe? Denk bloß nicht, dass mein Vater deswegen sein Misstrauen dir gegenüber abgelegt hat. Eine Gästesuite wäre dann für Sie hergerichtet, Frau von Anstetten. Besten Dank. Falls Sie noch irgendeinen Wunsch haben. Dann wende ich mich vertrauensvoll an Sie. Siehst du? Ich bekomme immer, was ich will. Und je früher du das akzeptierst, desto besser. Du weißt doch, nichts ist für immer. Also genieß deinen Aufenthalt, solange du kannst. Willst du mir dabei nicht ein bisschen Gesellschaft leisten, damit ich wieder zu Kräften komme? Ich fürchte, ich muss los. Mhm. Geschäfte? Das geht dich gar nichts an.
Ich liebe Schlösser. Ich will gar nicht wissen, wie du das mit Coco wieder hingekriegt hast. Wie ich was hingekriegt habe. Es war ja wohl offensichtlich, dass ihr euch wieder vertragen habt, hm? Wir haben uns ausgesprochen, na und? Du hast doch garantiert mir die Schuld gegeben. Oder wie hast du dich sonst bei ihr eingeschleimt? Als erstens ist sie zu mir gekommen. Und zweitens weiß sie, dass ich dich dazu angestiftet habe, Kevin zu spielen. Und den Rest, den hast du dir selbst zuzuschreiben. Geht's vielleicht ein bisschen deutlicher? Coco stinkt es gewaltig, dass du mit ihren Gefühlen gespielt hast. Und ich habe damit ehrlich gesagt auch ein ganz massives Problem. Ach ja. Ja. Du hast dich einfach hinter meinem Rücken an Coco rangemacht, obwohl du wusstest, dass ich in sie verliebt bin. So was tun Freunde doch nicht, oder? Tja, mein Freund. Du hast deine Chance bei Coco wohl vertan. Und daran bist du ganz alleine schuld. Aber du hast noch Chancen, oder wie? Hm? Ich bin zwar noch nicht mit ihr zusammen, aber... Na, wen haben wir denn da? Okay, Felix, du bist der Gewinner, du bist ein toller Hecht. Verlieren können ist nicht gerade deine Stärke, oder? Ist gut jetzt, ja? Lass dich woanders feiern. Wo bleibst du denn? Was geht denn jetzt schon wieder ab? Ich kann ja verstehen, dass du sauer auf ihn bist. Aber wir sollten uns echt nicht den Abend von ihm verderben lassen. Mach's einfach wie ich und ignoriere ihn. Das so einfach wäre. Du hast dich doch nicht etwa in... Nein. Doch. Ich habe mich in Robin verliebt. Und so geht es weiter. Vorbei! Okay. Unentschieden. Graf Lahnstein, ich würde gern unter 4 Augen mit Ihnen über dieses Thema sprechen. Haben Sie mit dieser Kamera die Übernahmepläne fotografiert? Ja. Ich kann Ihre Bitte nicht entsprechen. Zwischen meinem Sohn und mir gibt es keine Heimlichkeiten.